Windlichter sind ja oft der Hingucker auf jeder Gartenparty. Dieses habe ich dir letztens gezeigt, die Anleitung dafür. Heute möchte ich dir eine weitere Anleitung für ein Windlicht zeigen, und zwar diese doppelte Facettenbox in ähnlicher Form mit Pergamentpapier. Wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Also bleib dran und sei gespannt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Und heute wird wieder gelichtert. Letztens habe ich die Anleitung für diese Facettenbox gezeigt, für diese doppelte Facettenbox. Eine einfache habe ich auch gezeigt in meiner Reihe 24 Boxen für Adventskalender. Und hatte erwähnt, das gibt auch ein gutes Windlicht. Dann fiel mir das ein, das habe ich überhaupt nicht mehr aufgegriffen. Deswegen zeige ich dir heute ein Windlicht. Aus dem Jahreskatalog auf der Seite 135, da gibt es schimmerndes Pergamentpapier und mit dem möchte ich einfach mal wieder basteln. Ich habe hier schon mal gerade eins durch die Gegend geschmissen. Damit hatte ich damals diese Laterne vor einigen Monaten auch gemacht. Verlinke ich dir natürlich. Was kann man noch mit dem Pergamentpapier machen? Ich habe hier dieses kleine Mini-Album mit kleinen Text zum Einstecken. Schöne Sache zum Verschenken, da hat der andere auch gleich noch was Praktisches davon. Kann man auch wunderbar damit machen, lässt sich prima falten und kleben. Ja, und jetzt gibt es die Mini-Laterne. Mit dem Papier habe ich noch keinen Prototyp, also wird das hier wieder so eine kleine Premiere. Wir schauen mal, wie das wird. Ich habe mir überlegt, ich werde mit dem Gute-Laune-Gruß-Stempelset arbeiten. Sonnenblumen mag ich total. Und mit Embossing. Mal sehen, was das wird. Wir schauen mal. Notfalls kommt es auf die B-Seite. Okay, wir brauchen das Stück Designerpapier, was es nicht ist, sondern es ist natürlich das Pergamentpapier. Sollte man rausschneiden, solche Fehler, aber wir schneiden ja nicht. Okay, also, wir schneiden den Bogen in 12 x 12 Inch. Haben wir ihn zu auf 29 cm. Und in die andere Richtung auf 23 cm. Haben wir uns das richtig überlegt? Bin gespannt. Ja, Reste beiseite, kann man noch mal gebrauchen. Jetzt zeige ich das mal kurz hoch. Wir haben hier so eine bisschen beschichtete Seite, die ist ein bisschen ruppelig, die werde ich außen hinsetzen. Und die andere Seite ist ganz glatt und matt, die kommt nach oben. Okay, wir falzen zuerst an der langen Seite bei 7 cm und dann immer wieder nach 7 cm schön gerade einlegen. Leicht falzen, aber es funktioniert gut. Besser als das weiße Pergamentpapier. Da kann man schnell mal einen Knick und einen Bruch drin haben. Also 7, 14. Dann geht es weiter in unserer 7er Folge bei 21 und bei 28. Ich gerade wieder mal ein Mathematikproblem. Glaubst du es? 28. Und dann bleibt hier hinten eine Klebefläche. Jetzt wird die kurze Seite angelegt. Bei der Facettenbox war das Papier größer, bei der doppelten. Kannst du gerne schauen, ich verlinke es ja. So, dann falzen wir die kurze Seite. Und zwar, hier geht gerade wieder der Regen los, bin ich froh, dass ich hier beschäftigt bin. Also bei 7 cm die kurze Seite, bei 10,5. Bei 14. Gerade, die Klingen verwechseln. Bei 17,5 und du ahnst es bei 21. Okay, so sieht das aus. Wir haben ein schönes Raster drauf. Und wir schauen mal, ob wir das gleich mit dem Papierschneider geschnitten kriegen. Du siehst es, ich glaube, wir schaffen das mit dem Papierschneider nicht geschnitten, sondern gefalzt. Aber vorher schneiden wir schon mal raus, was uns stört. Und zwar hier unten wird die Klebefläche für den Boden, und da schneide ich hier schon mal das schräg ein. Und dieses kleine Feld von 1 cm ab, weil das ist wirklich das, was wir nicht brauchen. Den Rest können wir komplett benutzen. Ich schneide nur hier ein, weil geknickt wird.
Und zwar schneide ich hier so einen Keil ein und das mache ich auch hier oben nochmal. Ob das gut ist oder nicht, siehst du nachher. Jetzt nur mal so meine Theorie. Jo, jetzt brauchen wir noch Diagonalen und dafür lege ich jetzt wieder alles ein. Und zwar die hier oben, das wird unser Rand. Ja, dass das so eine schöne Begrenzung der Laterne nach oben gibt. Das hier unten wird der Boden. Ich bin gespannt, wie das mit dem Rand oben aussieht. Wir können ja hinterher immer sagen, aus Angelas Fehlern lernen, machen wir anders. Okay, hier unten schneiden wir ein, das mache ich auch jetzt schon. Und zwar schneide ich die 4 Felder für den Boden bis zur ersten Querlinie ein. Falzen wir dann. So, jetzt kommen die Diagonalen. Wenn ich das nicht sehe, dann nehme ich das Falzbein, aber im Moment sehe ich es ganz gut. Also in die eine Richtung jetzt überall Diagonalen über die beiden Felder. Du siehst, das nächste wäre hier. Oben genau anlegen, unten genau einlegen. Es müsste eigentlich genau passen. Immer noch mal ein bisschen nachrücken. Jetzt auf und schauen, dass es wirklich die Falzklinge ist, die wir hier erwischen. Haben wir. Geht wunderbar. Da oben hat es nicht ganz, also legen wir es noch mal ein. Aber jetzt, die nächste Linie ist hier. Bin gespannt. Da haben wir schon mal geritzt, das war ein bisschen zu weit. Die nächste Linie hier. Im unteren Rand. Du hast gemerkt, zu doll darf nicht, zu wenig darf auch nicht. Aber ich denke, wir schaffen das. Und die letzte Linie hier hinten. Eine Richtung fertig. Jetzt das Ganze einmal gedreht in die andere Richtung. Siehst du meine Linien? Wunderbar. An irgendeiner Stelle ist es durchgeritzt. Und bevor wir das falten nachher, werde ich dir dann noch den Trick für Notfälle zeigen. Vielleicht ahnst du ihn schon. Jetzt aber erstmal in die andere Richtung. Funktioniert. Ruhig immer mal wieder hochklappen, sieht man das Ganze besser, aber genau einlegen, Diagonale nach. Passt es. Und prima, nächste Ecke hier. Ja. Schöne Linien, das läuft. Und sind schon oben durch. Und hier unten da noch da. Hat er. Und die letzte Linie hier unten. Ah, knapp war das. War die Schneideklinge, glaubst du es? Jo, so. Jetzt schauen wir mal, das lief ganz gut. Prima. Jetzt falten wir das in diese Richtung. Das nächste falten wir auch in diese Richtung. Schön gucken, dass alles exakt liegt. Und das kann man gut aufeinander legen und aufpressen, anpassen. Und hier unten geht es in die andere Richtung, weil die falzen wir ja nach innen. Vier Seiten, 4 mal Boden. Jetzt falzen wir die Laterne so rum. Diese Richtung. Auch da immer schön auf dem Raster bleiben. Dann funktioniert das, weil es ist ja 7 cm ist ja unsere Hauptlinie. Dadurch, dass ich hier ein Raster habe, kann ich das auch immer schön auflegen und die Falzlinien ergeben sich. Und das letzte dahin und jetzt hier die Klebefläche. Sehr gut. So, jetzt können wir überlegen, was als nächstes dran ist. Und zwar haben wir hier ja noch diese kleinen Linien. Auch die falten wir. Die Linie bei, auf jeden Fall bei 10,5 war die eine. Und jetzt muss man nur gucken, dass wir es gerade falzen. Ja, ist ein bisschen verfalzt. Mann, oh Mann. Hier ist ein kleiner Riss und den kleben wir gleich. Und das Ganze machen wir hier oben mit der Falzlinie ebenso.
wieder gut anpassen, dass das gut gerade aufeinander liegt. Genau. So, und ich habe ja gesagt, kleiner Trick, der kommt jetzt. Ich gehe mal schnell an meinen anderen Schreibtisch und hole. Du kannst es vielleicht dir schon überlegen. Bis gleich. Und hole einmal Klebestreifen. So, jetzt war hier Tatsache ein Loch. Also ich habe zu doll gefalzt. Das ist aber nicht so dramatisch. Das wird hier einfach mit Klebestreifen gekittet. Das hilft ja nichts. Was soll man machen? Wir müssen ja irgendwie fertig werden. So, okay. Jetzt kommen die Diagonalen. Und auch da haben wir ja ein Rastersystem. Deswegen können wir die einfach wunderbar nachfalten. Und das funktioniert, dass die Linien immer wieder gut aufeinander liegen. Diese Linie jetzt hier nach außen. Und das letzte. So, das haben wir jetzt. Bevor wir das jetzt fertig bringen, schauen wir nochmal, ob alles funktioniert. Es funktioniert alles, genau. So, und die kleine Idee ist jetzt, dass wir noch eine Deko anbringen. Und die bringen wir auch an. Auch wenn das jetzt natürlich nicht so die vorderste Option ist. Moment. Aber wir machen das einfach. Ich wische hier mal drüber und nehme jetzt mein Embossing, mal Zubehör, aber erstmal den Stempel mit der Sonnenblume. Setze ihn auf einen Block und stempel in das mittlere Feld überall die Sonnenblume rein. Jo. Und dann das Embossing-Pulver. Schauen einfach mal, ob das so funktioniert. Experimente. Grundsätzlich schon mal nicht schlecht. Jetzt andere Richtung. So, die Sonnenblumen sind eigentlich schon gut bei. Ich drehe das nochmal. Gut. Jetzt müssen wir hier ein bisschen was wegpusten. Und zwar das meiste lässt sich pusten. Ja, hat sich pusten lassen. Wunderbar. Dann ist auch schon hier das einmal zu schließen. Und ich hole mal schnell den Embossing-Föhn. Ziehe mal am Kabel und los geht das. Du kennst es schon. Perfekt sieht das aus, geradezu perfekt. Und jetzt ist die Frage, ob uns das schon reicht oder ob wir da nochmal mit dieser Schrift hier oben arbeiten wollen. Und eigentlich will ich die nochmal haben. Schreib mir ruhig, wenn das zu viel ist, wenn du denkst, es ist zu viel. Aber ich glaube, ich nehme die noch. Muss ja nicht viel sein. So, hier kommt der richtige Stempelblock. Auch hier nochmal oben leicht drüber und unten leicht drüber. Die Richtung ist so, dass das der Boden ist. Das bedeutet, die Schrift geht hier einfach zweimal drauf und da oben auch. Gut. Nächster Stempel. Nochmal die weiße Kiste auf. Und wieder drauf das Ganze. 1.
sollte ja nicht perfekt und komplett sein, sondern einfach so nochmal so ein bisschen Dekoration. Ich verbiege mich hier gerade. So, aber ich glaube, so ist es gar nicht schlecht. So, Moment. Sortiert sich wieder. Du kennst es, der Föhn ein zweites Mal. So, und das ist es dann jetzt auch mit unserer Gestaltung. Und jetzt probieren wir das einfach mal, was dabei rauskommt. Du weißt ja, Falten, Falten. Gucken wir einfach mal, ob es funktioniert. Hier die 2 Klebeflächen brauchen wir als erstes. Da nehmen wir doppelseitiges Abreißklebeband, das tragen wir direkt drauf. Die andere Stelle auch. So, und oben auf den kleinen Schnippi auch. Dem bin ich am unsichersten, ob der okay ist. Ich bin gespannt, ob unsere Faltungen alle so reichen oder ob da dann gleich ein Problem passiert. Das werden wir sehen. Wir probieren es einfach. Geht los. Halb falten, Folie abziehen. 1, 2 und 3. Zeit vergeht ja so ein Spaß. Jetzt sauber drauflegen und gut andrücken. Und schon mal senkrecht stellen. Bisschen Pulver geht immer daneben, also zumindest bei mir. Der Boden hier unten, den lege ich erstmal so ineinander. Jetzt nochmal in die andere Seite knicken. So, und jetzt gucken wir, ob das so funktioniert, wie wir uns das denken. Wir knicken jetzt die ersten 2, die nächsten 2. Und weiter geknickt. Und tatsächlich funktioniert es ziemlich gut. Ich bin mir nicht sicher, ob ich alle Felder richtig vorher gefalzt habe. Aber das ist jetzt eh nicht mehr zu Ende. Okay, es wird funktionieren. Wir kleben jetzt hier unten zu. Und der Einfachheit halber setze ich jetzt hier doppelseitiges und da doppelseitiges und eine Schicht weiter drunter auch. Also, da schon mal kleben und von oben rein. Und dann der nächste, und zwar ist es dieser. Und auch hier genau reinkleben. Und das letzte. Dagegen und dann passt das. So, die untere Schicht steht. Jetzt gehen wir noch einmal die senkrechten Kanten durch. 1, 2, 3, 4. Okay. Und jetzt probieren wir unsere Knickerei. Ich gehe hier unten an diese Kante.
Hier muss man, anders als beim Papier, springt alles dahin, wo es soll. Hier muss man nachbauen. Aber wir wollten das ja mal ausprobieren. Es funktioniert trotzdem. Und wenn ich das der Reihe nach so arbeite, haben wir die erste Runde schon mal fertig. Wunderbar. Und jetzt gehen wir die zweite Runde an. Und da ist es nicht ganz so einfach, aber wir schaffen das auch. So, das geht nach innen. Vater. Das nächste nach innen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe hier Knicke falsch rumsitzen. Aber es funktioniert. Und das nächste nach innen. Passt. Und das letzte auch nach innen. So, woran hat es gelegen? Ich muss natürlich die Mitte erst knicken. Genau. Und die kriegen wir jetzt hin. Und dann läuft das. Siehst du das? Siehst du wohl, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Und jetzt die letzte Ebene noch einmal. Und nicht so ungeduldig. Genau. Und jetzt oben nochmal gerade das Ganze. Dafür sind die Knicke ja da. Und dann am Ende, wenn alle passen, dann passt wirklich alles. So. Und jetzt sage nichts. Für einen Prototyp finde ich, ist es okay. Oder was würdest du sagen? Was hältst du von meiner Laterne? Also, ich kann es empfehlen, das Papier funktioniert. Man muss immer noch mal schauen, dass man alle Flächen praktisch richtig gedrückt hat. Und dann funktioniert die Sache. Keine Lichterkette rein, Windlicht rein, elektrisches LED rein oder ein echtes, aber dann Achtung, Achtung, einmal Wasser daneben stellen. Ja, fertig ist das Herbstwindlicht. Das werde ich jetzt noch ein bisschen dekorieren. Das mache ich dann doch alleine. Ja, ich hoffe, dir hat mein Video gefallen, mein Experimentieren vor der Kamera live. Dann gib mir gern einen Daumen hoch. Ich verlinke dir nochmal meine Boxen für den Adventskalender, die 24. Im Moment sind wir bei Box Nummer 10 und diese Box ist auch dabei, wird verlinkt. Schau dir gerne meine weiteren Videos an. Hier geht es gleich weiter, also bleib dran und sei gespannt. Bis gleich in meinem nächsten Video. Ich freue mich auf dich. Deine Angela von der Stempelfamilie.